Hallo ihr Lieben, wir sind Rebecca und Bosco. Also ich bin Bosco. Und ich bin Rebecca. Und wir machen Mathe-Videos. Ich verstehe kein Mathe, aber dafür habe ich mir Rebecca eingeladen. Sie versucht es mir zu erklären. Und du verstehst es doch, oder? Ja, das meiste schon. Was machen wir denn heute? Bosco, ich möchte dir heute die Primfaktorzerlegung erklären. Die Primfaktor was? Ja, die Zerlegung von Zahlen in Primfaktoren. Na. Jede Zahl, die keine Primzahl ist, kann man nämlich als Produkt, also Malaufgabe von Primzahlen schreiben. Ach echt? Ist doch klasse, oder? Sehr toll. Dazu muss man natürlich erstmal die Primzahlen kennen. Ich blende sie hier nochmal ein. Und ja. Es ist tatsächlich möglich, jede Zahl, die keine Primzahl ist, aus diesen Primzahlen zu bauen. Also Primzahlen sind wie die Grundbausteine der Zahlen. Und es gibt für jede Zahl so eine Art mathematischen Fingerabdruck, also die Malaufgabe aus Primzahlen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Wir probieren es mal für die Zahl 104. 104. Die ist keine Primzahl, sie ist gerade, das heißt, die ist durch 2 teilbar. Ich würde also als erstes mal die Primzahl 2 da in der Zerlegung hinschreiben, 2 mal. 104 geteilt durch 2 ist ja 52, das heißt, ich kann die 104 zerlegen in 2 mal 52. Wow. Die 52 ist aber noch keine Primzahl, das heißt, wir müssen noch weitermachen mit der Zerlegung. Die 52 ist auch wieder gerade, das heißt, ich kann die 52 durch 2 teilen. Die erste 2, die schon da steht, schreibe ich ab und dann eben noch die nächste 2 dazu. 2 mal 2 mal 26, weil 52 geteilt durch 2 ist ja 26. Ach hey. Ja, jetzt sind wir immer noch nicht fertig, weil die 26 ist immer noch keine Primzahl. Die ist immer noch gerade, das heißt, ich kann wieder durch 2 teilen. Die ersten beiden Zweier schreibe ich wieder ab und dann noch eine 2 dazu von der 26. 26 durch 2 sind 13. Das heißt, jetzt haben wir die Zerlegung 2 mal 2 mal 2 mal 13. Und 13 ist eine Primzahl. Korrekt, das heißt, wir haben es geschafft. Das ist die Primfaktorzerlegung der Zahl 104. Wurde auch Zeit. Und wenn man es jetzt noch hübsch schreiben möchte, dann kann man diese 3 Zweier zusammenfassen zu 2 hoch 3. Das ist dann die Potenzschreibweise. Also 2 hoch 3 mal 13 wäre die schön geschriebene Primfaktorzerlegung der Zahl 104. Soll ich jetzt meine obligatorische Frage stellen? Erzähl, was möchtest du wissen, Bosco? Wofür brauche ich das in meinem Leben? Ach, diese Frage. Ja. Nun, du kannst mit Hilfe der Primfaktorzerlegung das kleinste gemeinsame Vielfache oder den größten gemeinsamen Teiler von mehreren Zahlen rausbekommen. Das erzähle ich dir dann auch noch in einem Video. Oh, da kommt noch einiges auf mich zu. Ja. Zeig mir mal noch eine andere Zahl. Im Moment versuchen wir ja nur die Zahlen in Primfaktoren zu zerlegen. Die 135 zum Beispiel. Ja. Die ist jetzt nicht gerade, das heißt, der Faktor 2 steckt nicht mit drin. Ja. Aber die endet auf 5. Das heißt, die Primzahl 5 steckt drin. Ich teile also 135 durch 5. Schreib dann hin 5 mal. Kannst du mir helfen, Bosco? Du bist der bessere Kopfrechner. 10, 20 sind 100. Die 5 passt 27 mal rein. In die 135. Ja. Okay, also dann schreiben wir 5 mal 27. Ja. Die 27 ist keine Primzahl, ist auch nicht durch 2 teilbar, weil sie nicht gerade ist nicht durch 5 teilbar, weil sie nicht auf 5 oder 0 endet, aber durch 3. Ja, also teilen wir die 27 durch 3 und immer das, wodurch wir teilen, müssen wir halt als Faktor hinschreiben. Das heißt, wir haben jetzt da schon stehen, 5 mal 3. Von der 27 bleibt dann noch die 9 übrig, weil 27 durch 3 gibt 9. Und die 9 ist wiederum noch keine Primzahl, das heißt, die muss man nochmal in 3 mal 3 aufteilen. Ach hey. Sodass die endgültige Primfaktorzerlegung der 135 ist 5 mal 3 mal 3 mal 3. Schön geschrieben, 5 mal 3 hoch 3. Jetzt zeige ich dir noch einen Trick. Bei der 140, die endet ja auf 0. Das heißt, die enthält den Faktor 10. Ja. Und du bist nämlich sehr viel schneller mit der Zerlegung, wenn du die 140 erstmal aufteilst in 2 Zahlen, die keine Primzahl sind, nämlich 14 mal 10. Denn 14 mal 10 ist ja dasselbe wie 140. Und jetzt kannst du nämlich die 14 aufteilen in 2 mal 7 und die 10 aufteilen in 2 mal 5 und hast dann insgesamt 2 mal 2 mal 5 mal 7 oder auch 2 hoch 2 mal 5 mal 7. Mordstrick.
Da ist man ein bisschen schneller, als wenn man die Faktoren immer einzeln abspaltet. Wenn du meinst. Und dann kommt in den Mathebüchern oft noch diese gemeine Zahl 343 vor. Ja. Man prüft nämlich immer erst, ist die Zahl durch 2 teilbar? Ist sie leider nicht, weil sie nicht gerade ist. Ist sie durch 5 teilbar? Leider nicht, weil sie nicht auf 5 oder 0 endet. Ist sie durch 3 teilbar? Leider nicht, weil 3 plus 4 plus 3 ist 10, also die Quersumme ist 10. Die 10 ist nicht durch 3 teilbar, also ist die ganze Zahl nicht durch 3 teilbar. Und die nächste Primzahl wäre dann die 7. Dafür gibt es keine schöne Regel, da muss man es einfach ausprobieren. Das heißt, wir machen eine Nebenrechnung. 343 geteilt durch 7. Die 7 passt in die 34 viermal rein. 28 schreibe ich drunter. 34 minus 28 sind 6. Dann hole ich mir die 3 runter und in die 63 passt die 7 9-mal rein, geht auf Rest 0. Das heißt, wir wissen jetzt endlich, die 343 war durch 7 teilbar und 49 bleibt dann noch übrig. Ja. Und die 49 ist ja in der 7er Reihe 7 mal 7. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 7 mal 7 mal 7, also schön geschrieben 7 hoch 3 als Primfaktorzerlegung für die 343. Ja, ist ganz schön viel Arbeit, Bosco, ne? Das Aber ist nichts für mich. wenn dir jemand die Primfaktorzerlegung zeigt, dann kannst du daraus wiederum die Zahl auch errechnen. Also die Primfaktorzerlegung ist wie der Fingerabdruck der Zahl eindeutig zuordnenbar. Das heißt, 7 hoch 3 ist 343. Genau. Ah. Okay. So, und diese Aufgaben hier machen wir jetzt noch als Übungsaufgaben. Wir laden euch ein, liebe Zuschauer, auf Pause zu drücken und sie selbst zu rechnen. Und der Bosco wird sie euch jetzt vorrechnen. Aha. Ich habe die Kapitel unten nach den Aufgaben unterteilt. Ihr könnt also direkt dahin springen, wo euch die Aufgabe interessiert. Und ganz am Ende des Videos blende ich nochmal alle Lösungen ein. Und jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren und Daumen hoch zu drücken. Und dann geht's los. Bosco ist dran. Ja, ich würde jetzt auch lieber Pause drücken. So, 66. Du musst eine Primzahl finden, die da drin steckt. Ich würde es jetzt gar nicht durch 2 teilen, weil ich kann ja... Ich weiß ja, dass die 6 11 Mal da reinpasst. Ja, das kannst du gerne machen. Die 11 ist ja eine Primzahl. Dann nutzt die doch. Also schreibe ich da jetzt hin, 66 ist gleich 6 mal 11. Ja. Und jetzt ist halt nur die 6 noch keine Primzahl. Das heißt, Ach, die muss ich jetzt auch noch verlegen. die musst du noch weiter aufdröseln. Aufdröseln. Ja, 6 ist 2 mal 3. Genau. Also ist mein Ergebnis 2 mal 3 mal 11. Gut gemacht. Und das kannst du jetzt auch nicht schön schreiben. Das ist einfach schon fertig. Ja, ich kann ja nicht schön schreiben. 246. Und das würde ich jetzt durch 2 teilen. Okay? Also schreibe ich hin 2 mal. Die Hälfte von 246 ist 123. Ja. Jetzt steht da 2 mal 123. Die 123 ist durch 3 teilbar, weil die Quersumme 6 ist. Und 6 ist durch 3 teilbar. Gut. Oh, ich habe schon was gelernt bei dir, Max. Ja, ja, in unserem Video Ja, über ja, die ja. Teilbarkeitsregeln. Ich verlinke das auch nochmal unten. Also schreibe ich hin mal 3. Also 2 mal 3. Ja. Jetzt Und die musst du 3 eben passt. 123 geteilt Ja. durch 3 rechnen. 10, 20, 30, 40 mal sind 120 und dann noch 1, also 41. Ja. Und das ist eine Primzahl. Gut gemerkt, ja, das muss man jetzt halt wissen, ja. Also die 41 hat außer sich selbst und der 1 keine weiteren Teiler, ist also eine Primzahl. Wir sind also schon wieder fertig. 2 mal 3 mal 41. Ja. So, 3400. Ja gut, wenn eine 0 da wäre, wäre es durch 10 teilbar, aber bei 2 Nuller ist es ja durch 100 teilbar. Gut gesehen? Und zwar 34 mal. Ja. Also 34 mal 100. Gut. So, dann kann ich die 34 und die 100 auseinandernehmen. Ja. Die 34 würde ich durch 2 teilen. Also schreibe ich hin 2 mal 17. 34 durch 2 sind 17. Und das ist auch eine Primzahl, genau. Ah, und das ist auch eine Primzahl. Und die 100 teile ich durch 10? Ich würde 10 mal 100 10? aufteilen als 10 mal 10, genau. Und jede der beiden Zehner
kannst du verstehen als 2 mal 5. Also ist 100 eigentlich 2 mal 5 mal 2 mal 5. Okay. Und jetzt kann ich noch zusammenfassen. Jetzt habe ich 3 Zweier, also 2 hoch 3 mal 5 hoch 2 mal 17. Ja. Das ist mein Fußabdruck. Gut gemacht. Nein, doch nicht dein Fußabdruck. Der Fußabdruck von der 3400. Sinngemäß. Oh, die 112. Brennt's? Tatütata. Tatütata. Ja, die können mich gleich abholen, aber nicht die Feuerwehr, du. Du meinst, du brauchst einen Krankenwagen? Ja. Ei. Kopfkrank. So, 112. Die 112 ist durch 2 teilbar. Also schreibe ich hin 2 mal 56. Ja. Die 56 ist auch durch 2 teilbar. Also schreibe ich hin 2 mal 2 mal 56 durch 2 sind 28. Okay, die 28 weiß ich, ist in der 7er Reihe. Ja. Das heißt, nochmal durch 2 teilen kann ich mir das sparen. Ich kann jetzt gleich die 7 nehmen, wenn ich das weiß, oder? Ja, du darfst es machen, so wie es dir beliebt. Du kannst gleich schreiben, sind 7 mal 4 und die 4 kannst du auch gleich als 2 mal 2 schreiben. Also man muss sich nicht so durch die Zweier hangeln. Man kann auch, wenn man sieht, dass ein anderer Faktor drin steckt, den schon benutzen, ja. Also habe ich da 4 Zweier stehen. Ja. Und die fasse ich zusammen zu 2 hoch 4 mal 7. Sehr schön. Sehr gut. Läuft. 245 ist durch 5 teilbar, weil hinten eine 5 ist. Gut gesehen, Bosco. 10, 20, 30, 40 mal 5 ist 200 und 45 passt die 5 9 mal rein. Also 49. Also schreibe ich hin 5 mal 49. Und die 49, das weiß ich, ist 7 mal 7. Ja. Also schreibe ich hin 5 mal 7 mal 7. Prima. Die 7 fasse ich zusammen zu 7 hoch 2. 5 mal 7 hoch 2. Genau, diesen letzten Schritt muss man immer dann machen, wenn der Lehrer die Potenzschreibweise noch möchte. Aha. So, die 40 ist einfach. Da hast du mir doch vorhin den Trick erklärt. Ja, den würde ich hier auch benutzen. 10 mal 4 schreibe ich hin. Ja. Und dann die 10 ist 2 mal 5 und die 4 ist 2 mal 2. Prima. Schreibe ich alles hin, fasse zusammen. 2 hoch 3 mal 5. Korrekt. Machen wir mal die letzte Aufgabe, oder? 84. Okay. Würde ich erstmal durch 2 teilen. Also schreibe ich hin 2 mal 42. Weil 84 durch 2 sind 42. Okay. Die 42 würde ich auch durch 2 teilen. Das ist einfacher. 2 mal 2 mal 21. Ja. Und dann kommen wir wieder in die 7er Reihe rein. Also 2 mal 2 muss ich übernehmen und die 21 ist 3 mal 7. Ja, genau. Und dann fasse ich zusammen 2 hoch 2 mal 3 mal 7. Ja. Jetzt haben wir also erfolgreich alle diese Zahlen in Primfaktoren zerlegt. Also Freunde da draußen, da müsst ihr euch ganz schön konzentrieren, dass da keine Leichtsinnsfehler reinkommen. Ja, man muss vor allem die Faktoren, die man schon gefunden hat, dann immer wieder abschreiben. Also schwer ist es nicht, aber man muss sich schon konzentrieren. Ja, aber wenn man es gut geübt hat, dann kann man auch gleich das Endergebnis hinschreiben. Ja. Wie lief's bei euch? Schreibt mal in die Kommentare rein. Und als nächstes mache ich mit dem Bosco ein Video zum größten gemeinsamen Teiler. Den kann man nämlich auch mit Hilfe der Primfaktorzerlegung rausbekommen. Echt? Ja. Na. Soll ich dir gleich zeigen? Nee, neues Video. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal.